Ich habe gegangen oder ich bin gegangen. Haben oder sein. Perfekt. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Haben oder sein? Das ist hier die große Frage im Perfekt. In diesem Video zeige ich dir, wann du haben und wann du sein als Hilfsverb benutzt. Wir schauen uns zwei wichtige Kriterien und eine praktische Analysemethode an, mit denen du zwischen haben und sein ganz einfach unterscheiden kannst. Also, Konzentration an die Tafel, wir starten. Perfekt, haben oder sein? Das ist auch die ganz große Frage. Herzlich willkommen zu diesem wichtigen und spannenden Thema. Lass uns mit voller Konzentration starten. Das Perfekt lernen wir in 3 Teilen bzw. Videos. Im Video 1 haben wir die Satzstruktur im Perfekt gelernt. In diesem Video lernen wir die Hilfsverben haben oder sein. Ganz, ganz wichtig. Und im dritten Video lernen wir die Verben ohne G. Aber zurück zu unserem Thema. Haben oder sein. Lass uns starten. Das Problem haben oder sein. Gut, schauen wir uns mal dieses Beispiel an. Ich gegangen. Sage ich jetzt, ich habe gegangen oder sage ich bin gegangen? Was ist jetzt hier richtig? Genau dieses Problem versuchen wir in diesem Video zu lösen. Ich werde dir ganz einfache Tipps und Tricks geben, so dass du am Ende keine Probleme mehr zwischen haben oder sein haben wirst. Bevor wir aber starten, schauen wir uns noch ein paar kleine Mini-Wiederholungen an und eine kleine nützliche Information. Das Perfekt kannst du sehr gut mit dieser Formel bilden. Also, die Satzstruktur im Perfekt. Das haben wir schon gelernt und den Link findest du hier. Heute in diesem Video konzentrieren wir uns auf die Hilfsverben. Denn wir haben zwei Hilfsverben. Einmal haben und einmal sein. Und genau das ist auch das Problem. Denn wir benutzen manchmal das Hilfsverb haben und manchmal benutzen wir das Hilfsverb sein. Ja, welches benutze ich wann? Genau das versuchen wir jetzt gleich zu lernen. Noch eine kleine Info, bevor wir weitermachen. G heißt auch grammatisch gesehen Partizip 2. Nur damit du es einmal gehört hast. Denn im Video 3 werden wir über G, also Partizip 2, sprechen und auch das lernen. Gut, aber zurück zu den Hilfsverben. Jetzt habe ich noch eine kleine Info für dich. Haben plus G benutzen wir im Perfekt sehr, sehr, sehr viel. Vielleicht 80 bis 90%. Also, wir benutzen es auf jeden Fall sehr viel. Und das Hilfsverb sein plus G benutzen wir weniger. Vielleicht 10 bis 20%. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall weniger. Das Problem ist auch nicht haben. Das Problem ist sein plus G. Und genau für sein, also für das Hilfsverb sein, zeige ich dir jetzt zwei wichtige Kriterien. Und wenn du diese zwei wichtigen Kriterien lernst, dann wirst du nie wieder Probleme im Perfekt haben. Haben ist nicht das Problem. Das Problem ist das Hilfsverb sein. Und genau dafür haben wir zwei ganz, ganz wichtige Kriterien. Und wenn wir diese zwei Kriterien gut lernen und gut verstehen, dann verstehen wir auch das Thema. Schauen wir uns das erste Kriterium jetzt an. Zwei wichtige Kriterien für das Hilfsverb sein. Kriterium 1: Ist es ein Verb der Bewegung? Also Verb der Bewegung, das werden wir gleich lernen. Und Kriterium 2: Ist es eine Zustandsveränderung? Ja, ein langes Wort, aber nicht kompliziert.
Wir werden uns jetzt erst einmal anschauen, was Verb der Bewegung bedeutet und wir werden versuchen, was Zustandsveränderung bedeutet. Und wenn du diese zwei Kriterien oder Wörter verstehst, wirst du das Thema verstehen. Also starten wir erst einmal mit Verb der Bewegung. Was bedeutet das? Das erste Kriterium für das Hilfsverb sein. Und die erste Frage lautet auch, was ist ein Verb der Bewegung? Das beantwortet sich eigentlich von allein. Ein Verb der Bewegung signalisiert eine Bewegung von A nach B. Also, es beschreibt eine Bewegung von A nach B oder ein Ortswechsel. Zum Beispiel das Verb gehen. Gehen beschreibt eine Bewegung von A nach B und in diesem Fall braucht es im Perfekt das Hilfsverb sein. So einfach kannst du dir das erste Kriterium merken. Schauen wir uns jetzt weitere Verben an. Hier habe ich jetzt ein paar klassische Verben, zum Beispiel gehen, kommen, laufen oder fliegen. All diese Verben signalisieren oder beschreiben eine Bewegung von A nach B und wir müssen im Perfekt das Hilfsverb sein benutzen. Hier habe ich es auch schon geschrieben, also im Perfekt. Ist gegangen, ist gekommen, ist gelaufen und ist geflogen. Hilfsverb sein. Warum? Weil all diese Verben eine Bewegung signalisieren. Machen wir weitere Beispiele. Jetzt habe ich hier das Verb fahren im Präsens. Fahren im Perfekt gefahren. Okay, welches Hilfsverb brauche ich jetzt? Haben oder sein? Schauen wir das Verb fahren mal an. Also fahren signalisiert eine Bewegung von A nach B und in diesem Fall müssen wir das Hilfsverb sein benutzen. Ich schreibe das jetzt mal hier. Er ist zur Arbeit gefahren. Machen wir weitere Beispiele. Auch hier habe ich jetzt einige Verben, zum Beispiel wandern, springen oder klettern. Auch diese Verben signalisieren eine Bewegung von A nach B und ich muss wieder das Hilfsverb sein benutzen. Ich lese dir die Beispiele mal vor. Wir sind in den Bergen gewandert oder sie ist sehr weit gesprungen oder er ist auf den Berg geklettert. Also all diese Verben auch mit sein im Perfekt. Gut. Ich denke und hoffe, dass du das erste Kriterium verstanden hast. Wenn ein Verb eine Bewegung von A nach B signalisiert, dann ist es ein Bewegungsverb. So einfach. Zum Beispiel fahren, gehen, kommen, laufen von A nach B. All diese Wörter brauchen das Hilfsverb sein. Jetzt schauen wir uns noch das zweite wichtige Kriterium an, Zustandsveränderung. Ein langes Wort, klingt kompliziert, ist aber einfach. Das erste Kriterium, also Verb der Bewegung, haben wir gelernt. Jetzt machen wir mit dem zweiten Kriterium weiter, Zustandsveränderung. Ein langes Wort, aber sehr logisch und einfach. Starten wir. Versuchen wir das zweite Kriterium Zustandsveränderung zu lernen. Dafür sollten wir dieses Wort erst einmal verstehen. Also Zustand. Du siehst, hier habe ich ein Glas Wasser und der Zustand ist Wasser. Aber was passiert, wenn ich das Wasser in die Gefriertruhe stelle? Dann ändert sich etwas und wird zum Eis. Und der Zustand jetzt ist Eis und nicht mehr Wasser. Und genau das ist eine Zustandsveränderung vom Wasser zum Eis. Und wenn ein Verb eine Zustandsveränderung signalisiert oder beschreibt, dann benutzen wir das Hilfsverb sein. Genau so einfach können wir das lernen. Wir machen jetzt einige Beispiele damit. So, jetzt habe ich hier mal das Verb wachsen im Präsens.
Du siehst, dass ich hier einen großen Baum habe, aber dieser Baum war mal klein und winzig und es hat sich im Laufe der Jahre verändert und genau das beschreibt eine Zustandsveränderung. Und wenn es eine Zustandsveränderung ist, dann müssen wir das Verb sein benutzen. In diesem Fall müssen wir also sagen, der Baum ist gewachsen. So einfach. Schauen wir uns weitere Beispiele an. Ich habe jetzt mal hier ein paar klassische Verben geschrieben, die ebenfalls eine Zustandsveränderung signalisieren oder beschreiben. Zum Beispiel sterben oder einschlafen und schmelzen. Und wenn diese Verben eine Zustandsveränderung beschreiben, dann brauche ich immer mein Hilfsverb sein. Sie ist vor 2 Jahren gestorben. Also sie war am Leben und ist gestorben. Das ist Zustandsveränderung. Oder er ist in der Schule eingeschlafen. Also vielleicht war er vor 5 Minuten noch am Deutsch lernen und ist eingeschlafen. Und schmelzen. Der Schneemann ist geschmolzen. Also, es wird vom Eis zum Wasser. Und genau hier brauchen wir wieder das Hilfsverb sein. Wenn ein Verb eine Zustandsveränderung signalisiert, dann benutzen wir ebenfalls das Verb sein und nicht haben. Ganz wichtig. Nun machen wir mit einigen speziellen Verben weiter und danach zeige ich dir eine gute Analysemethode, mit der du ganz einfach haben und sein unterscheiden kannst. Also machen wir weiter. Das Verb bleiben ist ein bisschen speziell. Es ist kein Bewegungsverb, aber trotzdem brauchen wir im Perfekt das Hilfsverb sein. Wie im Beispiel: Ich bin zu Hause geblieben. Also, wir benutzen bleiben mit sein. Wichtig. Einfach lernen. Machen wir weiter mit dem Verb sein. Also sein drückt einen Zustand aus und wir brauchen wieder das Hilfsverb sein. Wie im Beispiel: Ich bin in Berlin gewesen. Und als nächstes das Verb werden, weil es wichtig ist, drückt ebenfalls eine Zustandsveränderung aus und wir brauchen wieder ein Hilfsverb sein. Er ist Lehrer geworden. Hilfsverb sein. Gut, das solltest du ganz einfach lernen. Es sind 3 wichtige Verben im Perfekt. So, jetzt machen wir eine Analyse und diese Analysemethode kannst du auch später immer anwenden. Wir haben ja 2 Kriterien für Sein gelernt. Einmal Verb der Bewegung und einmal Zustandsveränderung. Hier habe ich jetzt 3 Verben im Präsens und ich möchte sie im Perfekt benutzen, aber ich weiß nicht, welches Hilfsverb ich benutzen muss. Und mit dieser Methode kannst du es ganz einfach herausfinden. Also, arbeiten. Signalisiert Arbeiten eine Bewegung? Nein, also X. Machen wir weiter. Signalisiert Arbeiten eine Zustandsveränderung? Auch nein. Also, dann haben wir automatisch das Hilfsverb haben. So einfach. Machen wir weiter. Laufen. Signalisiert oder beschreibt Laufen eine Bewegung? Auf jeden Fall ja. Also, dann machen wir automatisch ist, also das Hilfsverb sein. Machen wir weiter. Aufstehen. Signalisiert Aufstehen eine Bewegung? Nein. Also machen wir ein X. Signalisiert Aufstehen eine Zustandsveränderung? Ja, auf jeden Fall. Und das bedeutet, dass wir wieder sein benutzen müssen. So einfach kannst du zwischen haben oder sein unterscheiden. Gut, machen wir weiter mit einem speziellen Verb. So, jetzt haben wir hier einen Spezialfall. Heißt das, ich bin geschwommen oder ich habe geschwommen? Gute Frage. Und die Antwort lautet
Beide sind richtig. Wie das geht, zeige ich dir gleich. So, jetzt habe ich hier einen Satz. Ich bin geschwommen, also Hilfsverb sein. Wenn ich das so benutze, dann möchte ich ausdrücken, dass ich vielleicht durch den See geschwommen bin, also von A nach B. Und in diesem Fall haben wir eine Bewegung und wenn wir eine Bewegung haben, benutzen wir das Hilfsverb sein. Und in diesem Fall, ich habe geschwommen, dann beschreiben wir diese Situation. Also ich möchte vielleicht signalisieren oder beschreiben, dass ich mein Hobby gemacht habe. In diesem Fall benutzen wir das Hilfsverb haben. Machen wir noch ein Beispiel mit dem Verb fahren. Auch fahren können wir mit sein oder auch mit haben benutzen. Also, wir sind nach Köln gefahren. Wenn ich sein benutze, signalisiere ich eine Bewegung von A nach B. Aber wenn ich das Hilfsverb haben benutze, wie im Beispiel, er hat den Bus gefahren, dann bedeutet das, er hat dieses Objekt benutzt quasi. Also, er hat das Auto oder den Bus gefahren, also aktiv gesteuert. So einfach. So, machen wir eine kleine Zusammenfassung. In diesem Video haben wir die Hilfsverben gelernt und wir haben versucht zu verstehen, wann ich das Hilfsverb sein und wann ich das Hilfsverb haben benutzen muss. Das Hilfsverb sein benutze ich bei diesen zwei Kriterien, also Kriterium 1, Verb der Bewegung und Kriterium 2, Zustandsveränderung. Und wenn ein Verb eins der beiden Kriterien erfüllt, dann brauche ich das Hilfsverb sein. So einfach. Gut, im nächsten Video werden wir dann G lernen, also Partizip 2 im Perfekt. Super. Stopp, 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 stopp. Wenn dir meine Erklärungen gefallen, kannst du Mitglied meines Kanals werden und mich dabei unterstützen, mehr Videos, Erklärungen und Übungen für dich zu erstellen. Als Dankeschön bekommst du exklusiven Zugriff auf viele Extras. Für Mitglieder gibt es Hör- und Sprechübungen für den Alltag. Sprechen üben ist wichtig. Falls du Fragen hast, frag Sali direkt. Deine Frage, meine Antwort, persönlich. Zusammen lernen wir schneller, klarer und sicherer. Danke für deine Unterstützung. Da sind wir auch schon bei den Hausaufgaben. Wie immer kannst du hier einen Stopp machen und die Hausaufgaben lesen und die Antworten unten in die Kommentare schreiben. Ich korrigiere sie dir gerne. Du weißt jetzt, wann du haben und wann du sein als Hilfsverb im Perfekt benutzen musst. Vergiss nicht, Bewegung sein, Zustandsveränderung sein und die meisten anderen Verben haben. So einfach. In meinem nächsten Video machen wir weiter mit Perfekt und lernen die Verben ohne G, also ohne Partizip 2. Wie immer, falls du Fragen hast, schreib deine Fragen unten in die Kommentare und mach deine Hausaufgabe. Ich sage Danke und Tschüss. Tu es für dich und beginne noch heute damit, Deutsch zu lernen. Herzlich willkommen bei berufsdeutsch.de.